Also ich bin Chris, ich habe heute Kontrabass gespielt, das ist noch hier dahinter. Genau, und Elektronik, ich habe so Live Processing gemacht mit meinem Kontrabass-Klang. Und ich bin Edith, ich spiele Klarinette und ich habe auch den Klarinettensound bearbeitet. Etwas. Bert heiße ich und ich habe heute die Gitarre gespielt. Feedback-Gitarre. Das heißt, alle heute haben wir lauter Sounds gehabt, die wieder noch bearbeitet worden sind, ein bisschen. Ja, sehr schön, sehr schön. Die Darbietung heute, war das frei oder was, improvisiert oder hattet ihr, oder mit welchen Konzepten seid ihr gekommen? Oder? Und wie viel war sozusagen da frei dann leer auf der Bühne? Also wir haben frei improvisiert, würde ich sagen. Wir spielen halt immer wieder zusammen und ich hatte heute das Gefühl, dass ich am Rande dessen war, die Kontrolle zu verlieren. Und ab und zu finde ich das aber super, weil dann passieren nämlich lustige Dinge. Heute sind auch wieder lustige Dinge passiert, die ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Die sind einfach passiert, weil ich zufällig aufs Pedal drauf gedrückt habe und dann irgendwie ist der Sound plötzlich explodiert und das fand ich aber dann total geil. Da dachte ich mir, ja, irgendwie Zufälle sind eigentlich super, ja, das sollte man viel öfter einbauen. Ja. Und genau, das war's. Dem stimme ich bei. Das heißt, ihr zwei kennt euch schon so gut und ihr trefft euch und dann spielt ihr drauf los, so ein bisschen, oder? Ich glaube, wir spielen seit ein paar wenigen Jahren zusammen im Duo. Wir spielen immer wieder Konzerte. Und ich habe auch, also es scheint auch, das ist wie eine Fortsetzung, die jedes Mal da wieder passiert. Also man improvisiert zwar frei, aber was heißt es genau? Also wir haben schon eine Klangvorstellung, denke ich, von unserem Duo, beide in unserem Kopf und damit laufen wir die ganze Zeit rum, also mir zumindest so. Und wenn wir uns da treffen, ich glaube, dann erzählen wir diese Geschichte dann weiter oder machen mit dem Bestehenden etwas, was es schon mal gab. Oder das kann man wie nicht ganz ausblenden. Aber schön ist auch, wenn es halt irgendwie eben, da ist schon irgendwie so ein Chor da, aber irgendwie, ich finde, es geht dann doch immer wieder nochmal ganz wo, also nicht ganz, aber doch woanders hin. Das finde ich dann auch irgendwie auch toll, weil das soll auch so sein. Ja, genau. Also es gibt sozusagen so eine gewisse Vertrauensbasis vielleicht. Ja, es gibt vielleicht wie eine Sprache, eine gemeinsame oder so ein Slang sogar. Oder? Ja, und in der Sprache reden wir dann auf der Bühne, unterhalten uns, beide schon schweizerisch. Das versteht kein Mensch sonst. Versteht kein Mensch. Und das setzen wir dann jedes Mal wieder fort, denke ich. Und das führt uns aber dann so zu neuen kleinen Geschichten. Also so nenne ich es, war eigentlich dieses Duo. Ja, sehr schön. Ja, also ich habe auch improvisiert. Ich denke, das ist das einzige Ding, das ich wirklich machen kann, ist zu improvisieren. Aber natürlich bei mir war das irgendwie anderes, weil als erstes ich habe Solo gespielt, aber tatsächlich war das auch irgendwie wie ein Duo mit meinem Computer oder mit meinem Electronics, weil also das ist immer, kommt darauf an welchem Raum bin ich, also in welchem Raum bin ich, und dann gibt es so unterschiedliche Resonanzen, die irgendwie spielen, also anfangen zu spielen. Und das finde ich immer ganz interessant oder merkwürdig. Also was kann ich dann machen oder was macht mein Input mit in dem Raum und wie spielt das quasi weiter. Und heute besonders hatte ich das Gefühl, dass ich gar nicht Solo gespielt habe, sondern mit dem Raum Duo gespielt habe irgendwie.
Und ich denke, dieses Raum besonders ist sehr gut für Kontrabass. Also es gab so unterschiedliche Töne, die sehr interessant hier gespielt haben und das fand ich sehr cool. Also irgendwie, ich denke, ich mache so ein Konzert, aber gleichzeitig recherchiere ich das Raum. Oder, sehr schön. Wirklich jetzt der Raum selber gibt so ein Feedback, auf das du dann reagierst. Oder bin ich bin auch irgendwie auf der Suche, also okay, was passiert jetzt, wenn ich das mache oder so. Aber natürlich, also beim Duo ist das trotzdem ganz anderes, weil dann gibt es so zwei aktive Agentinnen. Und bei mir ist das so 1,5 vielleicht oder so. Aber trotzdem gibt es eine Sicherheit. Du kriegst, oder Sicherheit in dem Sinn, dass du neugierig wirst, was du zurückkriegst oder so, oder mit dem spielst. Und so wie in einem Duo man ja auch miteinander spielt ein bisschen oder nicht so verlassen ist irgendwie. Das ist ja auch schön, manchmal verlassen sein, aber man wird so mitgetragen. So. Ja, genau. Schön, weil du auch sagst, das darf ich einhaken, musst nicht sagen, das Einzige, du hast improvisiert, das Einzige, was du, wie hast du das gesagt? Genau. Oder was du gern tust, oder was meinst du damit? Oder? Ich weiß nicht, aber ich bin halt so, also immer wenn ich allein oder mit anderen Leuten zusammen spiele, also improvisiere, dann weiß ich, okay, das genau muss ich machen. Also ich bin so in meinem Element. Da bist du richtig sozusagen vom Gefühl her. Genau. Und das hat sehr lange gedauert. Also ich habe natürlich klassische Musik gespielt und dann so auch zeitgenössische und so, aber das ist irgendwie ganz anderes. Also natürlich gibt es, also ich habe das seit Jahren jetzt gemacht, also das heißt natürlich habe ich irgendwie so Patterns oder Muster oder sowas, aber dann ist das auch interessant, das zu sehen oder merken und dann denken, okay, was kann ich damit machen? Oder kann ich vielleicht irgendwie von mir selbst rausgehen? Oder ich weiß nicht, das klingt alles so komisch, aber... Ja, klingt gut, ja. Dieses Rausgehen. Das ja oft so schön auch die vorprogrammierte oder komponierte Musik ist, das ist schon eine Möglichkeit, oder? Mit einem Instrument zu sein oder mit wo auch immer ist, wo man sagt, okay, jetzt mach, du bist jetzt gefragt und nicht die Interpretation von etwas. Manche fürchten sich davor und bei dir klingt so, das macht dir Freude oder das ist, oder habe ich richtig verstanden? So, fast authentisch, kann man sowas sagen, oder ist man da authentisch oder ist das auch ein blödes Wort? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also das muss ich einfach machen. Okay, so ist schön. Ich meine, letztendlich ist es ja so, dass man halt, ich glaube, also das ist, glaube ich, bei uns genauso, oder bei mir zumindest, dass es gibt halt einfach eine Variable, die ist einfach da und mit der kann man halt umgehen. Also dieser sozusagen tatsächlich ein Unsicherheitsfaktor und je öfters, ich glaube, man das macht, desto, das ist eine besondere oder eine ganz eigene Art der Kommunikation, eben mit dieser Variablen, die halt irgendwie so weich die einfach zu formen irgendwer und sich das halt irgendwie auch zuzutrauen, dass man das formen kann. Irgendwie. So. Und das auch irgendwie zu schätzen und genau wie du sagst, einfach zuzulassen. Es gibt diese Variable, es gibt keine 100%ige Sicherheit, sondern ich bin ja im Hier und Jetzt 100%. Und ich mache, was jetzt hier im Moment für mich und hoffentlich auch für meinen Spielpartner oder eventuell auch für das Publikum wichtig und essentiell ist. Das kommt jetzt raus und das ist es jetzt. So. Und das sind aber natürlich auch ganz viele musikalische Abwägungen, die da gleichzeitig dann auch passieren. So. Also wir kommen ja alle mit so einem ganzen Rucksack, mit so einem Bag an Erfahrungen und Hörgewohnheiten und so weiter an. Und die Entscheidungen, die man dann trifft, die kommen dann bestenfalls auch daher. Ja. Wie ist das nachträglich, die Dinge wieder anhören? Wie geht es euch da? Also ich
mache das ganz gerne, also nicht immer, weil ich das mag, sondern weil davon kannst du ganz viel lernen. Also ich kann auch zum Beispiel hören und denken so, okay, jetzt bin ich wirklich raus oder jetzt bin ich wirklich müde geworden oder sowas und dann kann ich das ein bisschen wie ein Lehrmaterial benutzen. Ja. Ja, ich höre mir auch gern die Sachen nochmal an. Ist auch ziemlich interessant, wie man es dann oft auch ganz anders wahrnimmt im Nachhinein, als es einem halt auf der Bühne so erschienen ist. Ja, interessant finde ich auch, wie viel Zeit man da verstreichen lässt, bis man sich's anhört. Das ist auch ein Rieseneffekt, finde ich. Also ich habe gestern im Zug, als ich hierher gefahren bin, hatte ich eine sehr lange Zugfahrt. Und da habe ich tatsächlich mal alte Aufnahmen von mir angehört, die über 2-3 Jahre zurück sind. Also nicht so alt, aber schon einige Jahre zurück sind. Und da weiß man noch, bei der Aufführung habe ich mich extrem schlecht gefühlt danach. Und wenn ich das wieder höre, dann weiß ich nicht, was ich da genau gehabt habe. Habe ich gestern. Und auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Gigs, wo ich dachte, ja, das war super gut. Und dann denkt man so, oh Gott, das war jetzt immer ein bisschen dasselbe oder irgendwie hat man sich ein bisschen festgespielt in eine Ecke oder so ein bisschen viel quasi so geredet oder auf der Bühne, also so im übertragenen Sinne, das dann gar nicht so toll ist, sich das nochmal anzuhören. Also es ist irgendwie schon erstaunlich, also was da passiert, oder? Mit dem Material, aber auch mit einem selbst in der Zeit. Und auch diese Scham, ist da, wenn man kurz danach, kann man von Scham oft sprechen oder es ist noch zu nahe? Oder wie? Also Scham kenne ich, wenn man dem so sagen kann, wenn es einmal ganz schlecht lief bei einem Auftritt. Irgendwie die Technik funktionierte nicht. Dann hätte ich jetzt größte Mühe damit, das direkt danach mir nochmal anzuhören, weil es einfach zu schmerzhaft. Das könnte ich dann erst so nach ein paar Monaten, glaube ich. Aber meistens ist es ja einigermaßen okay. Und dann ist es ja nicht so eine Scham dabei, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also ich meine, ich höre mich manchmal auch nicht so gerne an, aber ich tue es eigentlich trotzdem, weil ich mir auch denke, hey, es ist wichtig, eben um zu lernen. Schlicht und ergreifend, aber es gibt schon immer wieder so Sachen, also, nee, will ich gar nicht hören. Auch meine ganzen CDs und so, ich will das irgendwie alles gar nicht hören, lustigerweise. Ja. Ich weiß nicht wieso. Ja, da gibt es nicht irgendwo Kunsthandwerker, haben wir gehört, da ist was nicht üblich, dass sie selber ihre Werke zu Hause aufstellen, sondern die macht man für andere. Also diese Idee, weil das so nah ist, weil man danach die Details ganz anders sieht oder so. Das ist ja auch etwas, man macht es ja auch, ist ja kein, der Prozess, dass man das auch präsentiert, ist ja noch ein eigenes Ding irgendwie. Ich glaube auch, was viele Künstlerinnen und Künstler so an sich haben, ist ja auch, dass man nie so ganz wirklich so zufrieden ist mit seinem eigenen Spiel und seinem eigenen Song. Also das ist höchst selten, denke ich mal, dass man irgendwie so Sternstunden dann hat, so, wo man danach sich so auf die Schulter klopft. So perfekt gespielt heute mal wieder. Das ist eher selten, also bei mir, oder? Das hängt damit zusammen. Und vielleicht, wenn man das von außen hört, dann hört man diese ganzen kleinen Unsauberheiten oder Unsauberkeiten, ich glaube weniger, oder? Oder ist es so, man weiß oft gar nicht, was man eigentlich noch zusätzlich mitbringt, was ein anderer, wo man schätzt, man hat ja sich ständig bei sich, auch beim Improvisieren. Aber man bringt ja, ihr habt uns heute etwas mitgebracht auf eine gewisse Art. Ich aus meinem Leben bin inspiriert, mitgegangen. Das übersieht man oft als Musiker selber oder was auch immer, dass man ja, das ja schon ist. Ich glaube, die Zuhörerin stellt mehr das fest, was da ist, und nicht das, was fehlt. Ja, genau. Wir Musikerinnen und Musiker, wir haben immer noch das im Kopf, was noch sein könnte. Was es eigentlich besser sein könnte. Ja, besser, so Ego ein bisschen, aber trotzdem, oder zu aber kritisch. Da kann niemand raus, oder? Das gehört irgendwie so zum Spiel auch. Ja, eigentlich. Ja, es ist so. Und also, solange man sich da nicht fertig macht damit, ist es auch ganz normal, denke ich.
Entschuldige, du wolltest was sagen. Ja? Nein, ich wollte halt, also was du gesagt hast, also wenn du manchmal so super toll gefühlt hast und dann halt angehört und dann dachte, nein, also dazu wollte ich ein bisschen zurückkommen, weil ich denke, das ist, also bei mir zum Beispiel, also wenn ich so meine Sätze anhöre oder so, dann denke ich immer, okay, wie mache ich das Forum gerade, also wie strukturiere ich mein Set quasi und so. Und ich denke, also manchmal also wenn ich gespielt habe und dann gedacht, das klingt sehr cool oder so, dann bin ich auch irgendwie so da, also hingeblieben, also bin einfach nicht weitergegangen. Und das heißt vielleicht dieser eine Moment, dieser eine Sound oder was auch immer klingt super toll, aber in dem Form ist das einfach so. Und ich denke, also ich weiß nicht, wie geht es bei euch, aber ich habe das Gefühl, also ich kann nie einfach so, also deswegen kann ich quasi nicht zufrieden sein, weil es gibt so einen Unterschied zwischen, okay, jetzt bin ich irgendwie happy, aber in dem ganzen Set bin ich, also das geht nicht weiter. Also ich weiß schöner nicht, Gedanke, so, ein Dilemma, oder das hat man immer bei sich sozusagen ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das quasi Sinn macht, aber vielleicht kommt das auch also darauf an, also an meine Personalität an quasi, dass ich immer so ein bisschen so bin. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist es, glaube ich, nicht so. Also ich kann manchmal schon, also wenn ich sage, es gibt schon mal ab und zu mal so Stellen, da denke ich, boah, das habe ich jetzt gut gemacht, aber nicht nur ich gut gemacht, sondern das klingt jetzt insgesamt gut. Da klingt sozusagen die Band gut. Das finde ich dann irgendwie schon, das kann ich schon gutieren, aber genau, aber es gibt halt genau sehr, sehr, sehr oft genau das Gegenteil, dass ich mir sogar denke, hey, warum hast du jetzt den Ton gespielt? Der wäre doch da jetzt viel besser gewesen. Also so total, ja, Panne halt. Ja, ich habe mir oft gefragt, dieses Scheitern auskosten, da bin ich selber noch nicht ganz fertig, ob das gut oder schlecht ist, dem Publikum manchmal zu zeigen, dass man kurz vorm Zerfall ist. Auf jeden Fall. Wie steht ihr dazu? Das heißt, wie soll ich das sagen? Mir hat oft das sehr gut gefallen. Es gibt zum Beispiel diese Müllmenschen in Kairo, wie die aus Improvisation, aus dem eigentlich vergiss es wird nichts, noch Dinge kreieren. Und das ist oft für mich in der improvisierten Musik auch, manchmal weiß ich nicht, ob es eine Zumutung ist fürs Publikum, weil wir gerade geredet haben, was du schön gesagt hast, da war ich zu lang. Ich kenne das manchmal, dass ich zu lang in dieser Phase des Suchens bin, auf der Bühne, und dann kommt etwas. Und das macht aber die Qualität von diesen Gefundenen aus, weil ich war schon kurz vor dem richtigen Scheitern. Also das ist natürlich eine Grenzgänger-Sache, wo man jetzt nicht weiß, ist das jetzt noch gut oder schlecht, aber ja. Also ich finde generell, das ist schon total wichtig, also für mich zumindest, und das würde ich bei dir dann auch unterschreiben, oder das, was du gesagt hast, dass es wichtiger ist, einfach wirklich, also rauszugehen. Also das Schlimmste, finde ich, ist immer irgendwie so zu überlegen, hey, darf ich das jetzt, oder kann ich das jetzt spielen und so weiter. Und es gibt ja auch Situationen, da hast du irgendwelche Leute im Publikum, die dich gerade irgendwie stressen. Also keine Ahnung, entweder auch super tolle Saxophonisten, Klarinettisten oder irgendwie persönliche Leute irgendwie so, ja. Dann stehst du auf der Bühne und musst halt irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und also deswegen, ich finde es total wichtig für mich so, dann einfach total nach vorne zu gehen, raus und genau dieses fast Scheitern gleich so auf die Bühne zu gehen. Ich gehe jetzt auf die Bühne und wenn ich jetzt 100% scheitere, ist scheißegal, es muss irgendwie raus. Es muss einfach gespielt sein, es muss jetzt irgendwie, dann sehen halt irgendwie alle, dass ich jetzt total scheitere, ist einfach so. Und dann, genau, das ist für mich der einzige Weg. Gut, also ich nehme das so ein bisschen anders wahr. Ja, super. Das ist ja, es gibt 100 Wege. Nicht um Leben und Tod. Also super, auf der Bühne. Ja. Ich meine, wir machen ja immer noch Musik. Und also, ich meine, jetzt das Schlimmste, was da passieren kann, ist was genau? Das ist, dass wir mit
dass es den Leuten nicht gefällt und uns selbst auch nicht. Und selbst das wäre nicht so schlimm. Also, da dreht sich die Welt weiter. Oder? Also, ich finde das nicht so schlimm. Also, Ich denke, das ist auch ein Teil des Improvisierens, weil du musst dich auch zutrauen, also wenn es so schlecht geht, dann war es so. Ne? Genau. Was ist das Schlimmste, was da überhaupt dann sein kann oder was da passieren kann? Es kann gar nichts Schlimmes passieren. Nö, das Schlimmste ist halt, dass man eben scheitert, aber genau. Ja. Und dann natürlich kommen wir wieder zurück zu diesem Perception. Also vielleicht fühle ich mich gerade so super schlimm an, aber dann höre ich das an. Oder ja, klar, natürlich. Genau, Ja. Oder es arbeitet überhaupt dieses, was da passiert ist, wo ich dachte, arbeitet in mir und das führt zu einem Weg bei anderen Konzerten dann oder was auch immer. Ja. Vielleicht. Eben, das ist eben schön, der Ansatz, die Erde dreht sich weiter, genau, das ist... Ja, also ich von meiner Warte aus, ich habe eigentlich schon in den meisten Fällen habe ich eigentlich so eine große Freude dabei musizieren. Also diese ganzen Ängste und so, das kenne ich auch, aber ist jetzt nicht so häufig, ehrlich gesagt, so in der Anzahl. Also meistens herrscht schon eigentlich die Freude vor, dass man dass man da Musik macht. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Also für mich ist tatsächlich jetzt, je älter ich werde, dass ich meine, ich freue mich immer, Musik zu machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite merke ich auch, dass der Druck irgendwie, ich spüre schon eigentlich immer so einen Druck auch gleichzeitig. Also einen guten Druck oder schon? Nee, ich glaube kein guter Druck. Also eher so Druck. irgendwie so eine Art Leistungsdruck oder so, der ist schon auch immer das heißt, da. Bewertet zu werden oder selbst? Ja, bewertet zu werden, glaube ich auch. Mich selbst zu bewerten vielleicht auch. Ich habe da nämlich auch, ich denke darüber nach, weil es war auch nicht immer so, aber es ist irgendwie so leider so gekommen ein bisschen, ja. Aber muss man auch damit umgehen. Genau. Ja. Nein, also ich denke, so natürlich ist jeder einzige Konzert ist sehr besonders und natürlich versuche ich die Beste machen, was ich kann. Aber wir haben vor das Konzert ein bisschen darüber gesprochen, zum Beispiel wenn du irgendwie anfängst, dass du gar nicht magst, was du machst. Und dann ist das so, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann irgendwie das ganze Set musst du irgendwie mit dir selbst kämpfen, um von diesem Material rauszukommen. Und also zum Beispiel, aber das ist natürlich auch interessant, weil das ist so auch der Teil des Improvisierens. Und ich denke, das macht das halt, unser Job quasi sehr interessant, weil das ist nicht so, dass jetzt übe ich so 9 Stunden in meinem Raum und dann mache ich das perfekt, was mir geschrieben wurde oder was auch immer, sondern das ist, wie ich das sehe, was ich quasi üben muss, ist ganz anderes als Noted Music quasi. Also was ich üben muss, ist irgendwie so super aware zu sein und irgendwie sehr, awake und schnell irgendwie zu sein und genau das Ding ein bisschen anderes. Ja, die Präsenz da zu genau, sein. Ja. Das sind, so in Improvisation, das war jetzt eigentlich schön.